In den USA ist eine vierte Vogelgrippeinfektion bei Menschen nach Kontakt mit Kühen registriert worden. Betroffen sei eine Arbeitskraft eines Milchviehbetriebes im US-Bundesstaat Colorado. Die betroffene Person wurde behandelt und habe sich mittlerweile erholt, heißt es. Wahrscheinlich seien die Kühe von Wildvögeln angesteckt worden. Seit Monaten kursiert das Vogelgrippevirus H5N1 in den USA. Für Menschen gilt die Gefahr noch als gering, außer sie haben engen Kontakt zu Tieren. Gesundheitsexperten warnen aber vor der Gefahr, dass sich das Virus an den Menschen anpasst und dann auch von Mensch zu Mensch übertragen werden kann. Und einer dieser Experten ist jetzt bei mir im Studio. Ich begrüße jetzt den Virologen Professor Klaus Stöhr. Er ist ehemaliger WHO-Pandemiebeauftragter. Herr Professor, schön, dass Sie da sind. Da, Herr Seemann. Ja, lassen Sie uns noch mal über diese Vogelgrippe sprechen. Was bedeutet das jetzt einerseits für die Tiere, andererseits für die Menschen in deren Umgebung? Denn auf Kühe ist das Virus ja schon übergesprungen. Ja, das ist jetzt die letzte Nachricht. Seit ungefähr 20 Jahren breitet sich dieses H5N1-Virus schrittweise von Asien über Wildvögel nach Europa aus. Und jetzt nach 20 Jahren ist es auch in Nordamerika angekommen, auch in Südamerika. Und es gibt diese schweren Verläufe bei den Wildvögeln. Das Virus wird dort aber auch inapparent, also von gesunden Tieren, ständig weiterverbreitet. Und ab und zu mal gibt es auch Übertragungen auf das Hausgeflügel. Das sind dann sehr schlimme Ausbrüche, wo dann 60, 70, 80% der Tiere tatsächlich sterben können. Und noch viel seltener kommt es dann auch mal zur Infektion vom Menschen, des Menschen. Und dann kann es auch schwere Verläufe geben. Aber wenn es, ich meine, 4 Fälle hat es jetzt ja dann offenbar gegeben. Ne? Wie gefährlich ist das Virus denn für den menschlichen Organismus? Was macht der Erreger im Körper und ist unser Immunsystem denn stark genug, sich dagegen zu wehren? Ja, also für uns in Deutschland, Europa ist es im Prinzip fast irrelevant. Warum? Weil es nur einige Wildvögel gibt, die daran sterben. Und wenn man keinen engen Kontakt zu den Wildvögeln hat, wenn man dann nicht wirklich intensiv mit denen zu tun hat, ist es fast unmöglich, sich zu infizieren. Aber nicht vergessen, in Asien ist der Kontakt zu Wildvögeln natürlich und auch zum Hausgeflügel viel enger. Da sind schon ungefähr 800 Menschen weltweit, haben sich da wissentlich infiziert. Von denen sind auch sehr viele gestorben. Sehr viele haben sich auch infiziert, die wussten das nicht. Für uns bedeutet das, wenn sich jemand infiziert von den Kühen und das Virus kommt ins Auge, eine Konjunktivitis, eine Augenentzündung, die dann nach einigen Tagen, die kann schon heftig sein, verschwindet. Dass wir jetzt das Virus von den Kühen nach Europa bekommen, ist relativ unwahrscheinlich. Rinder werden gar nicht exportiert von dort. Aber das Wildgeflügel, da ist weiter dieses H5N1-Virus, seltene Übertragung des Hausgeflügel, schlimme Erkrankungen. Aber wenn es dann zum Menschen kommt, was noch extrem selten ist, dann können auch schwere Verläufe auftreten, wenn eingeatmet wird. Ja. Gesetzt den hypothetischen Fall, dass sich eben doch ein Mensch mit der Vogelgrippe infiziert, weil er halt eben in der Landwirtschaft arbeitet zum Beispiel und diese Person leidet selbst gerade an einem grippalen Infekt. Könnte es dann zu so einer Art Supervirus kommen? Wie muss man das dann einschätzen? Genau, wenn Sie mich jetzt fragen würden, ohne dass wir die 1918 Pandemie hatten, die vor 100 Jahren war, da ist nämlich schon mal so ein Virus auf den Menschen übergesprungen. Wenn wir das Präzedenz nicht hätten, dann hätte ich gesagt, mein Gott, 40 Jahre kursiert das H5N1-Virus schon in Asien, jetzt weltweit, Menschen sind schon viel infiziert worden. Es ist ja nichts passiert, aber wir haben diese Präzedenz und tatsächlich müssen wir befürchten, dass dieses Virus, wenn es auf den Menschen überspringt, sich irgendwann mal so an den Menschen anpasst, dass eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung, die es jetzt nicht gibt, dann passiert und dann könnte es auch eine neue Pandemie geben. Und mit ähnlichen Folgen wie jetzt bei Corona oder nur damit ich das irgendwie einordnen kann? Wie also muss man das dann Corona war sehen? eigentlich im Vergleich mild, wenn man das vergleicht mit dieser 1918-Pandemie. Da sind zwischen 40 und 60 Millionen Menschen gestorben. Da war die Weltpopulation aber noch 1,5 Milliarden. Also die Auswirkungen könnten schon dramatisch sein. Aber man darf nicht vergessen, jetzt kann man sich darauf vorbereiten. Zum Glück gibt es präpandemische Impfstoffe. Ich war damit beteiligt bei der Entwicklung. Jetzt könnte man die schon herstellen. Es gibt auch pandemische Impfstoffe, die kann man sich hinlegen, die muss man jetzt nicht produzieren, aber die klinischen Versuche jetzt sollten beginnen. Die Dossiers bei den Zulassungsbehörden eingereicht werden und dann, falls es tatsächlich passieren sollte,
dass das Virus sich an den Menschen anpasst, dann hat man Impfstoffe bereit zur Produktion. Wenn wir das jetzt im Hinterkopf haben, wir haben ja noch ein anderes Thema, dass der Bund jetzt Milliardenrisiken vor sich herschiebt, weil man zu viele Masken 2020 gekauft hat. Sie ahnen schon, was jetzt kommt. Die müssen jetzt zum Teil vernichtet werden. Wäre es da nicht besser, wenn man diese Masken vielleicht vorsichtshalber doch noch mal aufhebt, oder bringt das gar nichts in so einem Fall? Ja, Nur für den Fall, dass da noch mal eine neue Pandemie jetzt kommt. Ja, das wäre natürlich, macht Sinn an der Oberfläche, aber die Masken verfallen auch, ihre Wirksamkeit lässt nach. Okay. Also die können nur eine bestimmte Zeit gelagert werden. Was ich hoffe, Herr Simon, dass bei der nächsten Pandemie man solche Bestellungen vernünftiger macht und dass die richtigen Leute die Masken tragen. Und wenn ich das noch sagen kann, mit der richtigen Größe auch. Richtigen Größe. Und dass man nicht erwartet, dass der Impfstoff, der dann sicherlich helfen wird, die Infektion verhindert, dass er die Ausscheidung nicht verhindert. Das wird man alles hoffentlich dann besser wissen als bei der letzten Pandemie. Das war ja auch schon vorher bekannt. Aber darauf muss man sich vorbereiten. Ja. Herr Professor Klaus Stöhr, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Sehr gern.